Königsberger Klopse. Genau, viel Spaß. Also, was sind die Zutaten? Ja, also wir haben hier die Zutaten für die Klopse. Das ist einmal Hackfleisch, ein altes Brötchen von gestern, Ja. ein Ei und ein paar Gewürze, also Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Dann dazu essen wir Kartoffeln, auf die Natürlich. deutsche Art und Weise. Und als Spezialzutat haben wir noch Kapern für die Soße. Ich freue mich darauf. Ja. Zuerst schneiden wir die Kartoffeln klein, nachdem wir sie geschält haben. Und dann geht es auch gleich weiter mit dem Hackfleisch. Es ist ein echtes Kochvideo. Oh, Kartoffelprofi. Ja, die Deutschen können sehr gut kochen. Also Kartoffeln meine ich zumindest. Okay. Nachdem wir die Kartoffeln geschält und geschnitten haben, werden die jetzt aufgesetzt. Das sollte reichen. Oh ja, das finde ich so cool. So, hier sind jetzt nochmal die Zutaten für die Hackbällchen. Und zuerst wird das Brötchen in einem Wasserbad, sage ich mal, eingeweicht. Und die anderen Zutaten werden schon mal in die Schüssel gegeben. Okay, jetzt geht's weiter mit den Hackbällchen. Wir haben das Brötchen jetzt ungefähr 5 Minuten einweichen lassen. Das müssen wir jetzt einmal ausquetschen. Ungefähr so. Oh nein, Oh no. das heilige Brötchen. Das wird jetzt hier gemeinsam mit dem Hack. Ein bisschen hätte es noch bekommen, aber es macht nichts. Mit dem Hack, einem Ei, Oh, nicht ganz. Ein bisschen Salz. Pfeffer. Und Paprika. darf ich reingucken? Ja. Okay. Wie sieht das jetzt aus? Oh. Das wird jetzt verknetet und dann zu Hackbällchen geformt. Also, wir haben jetzt die Hackmasse fertig. Jetzt müssen nur noch die Hackbällchen geformt werden. Ungefähr in dieser Größe. Mhm. So, jetzt sind die Hackbällchen fertig und wir können sie kochen, also garen lassen. Okay, wir haben das Wasser jetzt aufgekocht, das ist jetzt ungefähr 1 Liter. Und dann werden die Klöße da reingegeben, Hackbällchen, und werden da drin jetzt gegart. Das wird jetzt so ungefähr 15 Minuten dauern, bis sie fertig sind. Das Wasser gießen wir aber nicht weg, das wird dann gleich für die Mehlschwitze weiterverwendet. Okay, 15 Minuten sind vergangen und wir holen jetzt die Klöße raus. Das Wasser wird jetzt aufgefangen. Muss schon herkommen. So, jetzt wird die Mehlschwitze gemacht. Ich habe den Topf bereits erhitzt. Gebe jetzt zunächst Butter rein. Ungefähr so viel. Ja, das sollte reichen. Das lasse ich jetzt ein bisschen schmelzen. Dann kommen so 2,5 Löffel Mehl dazu. Dann wird das gerührt. Das muss ganz glatt gerührt werden, also es dürfen keine Klümpchen zu sehen sein. Und abgelöscht wird das mit dem Wasser vom Fleisch. Oh. Genau. Okay, die Butter ist jetzt geschmolzen. Wir hauen jetzt das Mehl rein. Rühren. Ja, rühren. So. Das Ganze wird jetzt abgelöscht. Weiter rühren. Ja, mache ich.
Das war mein Mehl. Hier. Nein. Oh, da drin. Halt du mal. Ja. Die Aufgabe war zu schwer für mich. Profi. Ich habe vergessen zu filmen, aber Milch und Sahne wurden reingetan. Um das Ganze ein bisschen zu verlängern. Mhm. Die Soße ist jetzt leider nicht so viel geworden, aber wir tun trotzdem die Klöße jetzt schon mal wieder rein. Wir versuchen das gleich noch ein bisschen zu verlängern. Außerdem kommen jetzt noch die Kapern hinzu. Ich gebe ein ganz bisschen von dem Wasser damit rein, um was von dem Geschmack zu bekommen. Den Rest gieße ich ab. Ja. Das ist jetzt optional, aber wir machen noch ein paar Erbsen hinzu, um noch ein bisschen an Farbe zu gewinnen. So, die Kartoffeln müssen auch noch abgewaschen werden. Jetzt wird probiert. Los geht's. Schmeckt schon ganz gut. Mhm. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen Pfeffer ranmachen. Ja. Und sonst schmeckt schon gut. So, jetzt wird angerichtet. Also, wir nehmen zuerst Kartoffeln. Das macht man immer in Deutschland. Ich nehme jetzt mal so 4. Dann kommt die Soße. Mhm. Und weil es dazugehört, noch ein bisschen rote Beete. Und das lasst uns jetzt schmecken. Guten Appetit. Guten Appetit. Das war das Ende des Videos. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und lasst ein Like. Beziehungsweise einen Daumen nach oben da. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.